Ich beginne dieses Video mit einer besonderen Widmung an alle Gefallenen aller Kriege, um ihr Andenken und ihr Opfer zu ehren. Dieses Video wird den Russen, den Kreml-Sympathisanten und den Anhängern des Kommunismus nicht besonders gefallen. Auch das deutsche und das österreichische Volk haben unter diesem Übel gelitten und das weißt du ganz genau. Das ist meine geklonte Stimme, denn ich spreche deine Sprache nicht. Aber die Botschaft ist meine absolute Priorität, also geh nicht weg. Ich werde dir eine alternative Sichtweise geben. Eine skorpionhafte Sicht, intensiver und schonungsloser, auf dieses fortschreitende Übel. Ich werde dir die Sicht eines Millennials zeigen, einer Generation, die im Leiden geboren und geschmiedet wurde. Also glaub mir, es wird interessant. Mein Name ist Mihai und danke, dass du hier bist. Ich wurde 1990 in Moldawien geboren und bin ein Kind des Postkommunismus. Mit 11 Jahren war ich gezwungen, meine Heimat zu verlassen und nach Italien zu ziehen. Bevor wir fortfahren, bitte ich dich um einen kleinen Gefallen. Halte das Video an und höre dir das Musikstück an. Der Link ist unten. Hör dir dieses Meisterwerk an von einem der größten Komponisten, die je gelebt haben. Es ist entscheidend, um weiterzumachen. Diese Musik ist ein Kind der letzten Periode der Freiheit in Russland. Denn nur in der Freiheit kann wahre Kunst entstehen. Ohne Freiheit stirbt die Kunst. Jetzt bitte ich dich, halte das Video an und höre dieses Meisterwerk. Höre mit dem Herzen und nicht nur mit den Ohren. Hast du das Musikstück gehört? Sehr gut, dann beginnen wir. Ich frage mich, was Pjotr Iljitsch Tschaikowski wohl über diese Gebäude gesagt hätte, die wie aus einem schlechten drittklassigen Film wirken. Ist das wirklich die große Vision des russischen Volkes? Wir befinden uns hier in Moldawien, aber es könnte jeder Ort in der riesigen ehemaligen Sowjetunion sein. Die Menschen, die hier ihr ganzes Leben verbracht haben, in diesem Freiluftgefängnis, wurden von dieser Trostlosigkeit verdorben. Eine langsame und unerbittliche Verderbnis, die auch heute noch diese wunderschönen Länder bedroht und sich inzwischen bis nach Westeuropa ausbreitet. Ich spreche von Ländern, die vom Reich Gottes entfernt wurden. Gute Seelen wurden vom Strudel der Negativität verschlungen. Viele Menschen, die keinen Ausweg aus diesem Leiden fanden, sahen nur einen einzigen Fluchtweg: den Alkohol. Wer hatte noch nie einen alkoholkranken Verwandten? Wie viele Freunde und Familienmitglieder haben wir durch dieses Gift verloren? Zu entkommen war eine titanische Aufgabe, würdig einer der größten griechischen Tragödien. Ich erinnere dich daran. Nur der Kommunismus baute die erste Mauer in der Geschichte, die nicht dazu diente, Menschen vor äußeren Invasionen zu schützen, sondern um sie in einem Käfig einzusperren, wie Sklaven. Ein älterer Freund erzählte mir einmal, dass man zu kommunistischen Zeiten nicht einmal von einer Stadt zur nächsten reisen konnte, ohne eine spezielle Genehmigung. In ein anderes, ebenfalls kommunistisches Land zu reisen, war extrem kompliziert und teuer. Wir sollten vielleicht die Nordkoreaner fragen, was sie darüber denken. Wie du siehst, gab es keine Möglichkeit, andere Orte zu besuchen und viele Chancen, besser zu leben. Entweder man wurde der nächste Diener des Krankensystems, das sich hinter edlen Idealen verbarg, oder man versuchte, seine Seele zu retten, indem man das zerstörte, was Mutter Natur uns gegeben hat, den eigenen Körper, durch Alkohol. Und leider gab es keine dritte Option, zumindest noch nicht. Der Kommunismus hasste alles, was natürlich und schön war. Sieh dir dieses Video an. Der Anfang der Sowjetunion war zweifellos glanzvoll. Revolutionen, territoriale Eroberungen, Träume und Sehnsüchte. Das Volk hatte endlich Freiheit und Macht, aber es gab einen Preis zu zahlen. Wie Michele Morone sagte, du kannst nicht weiter mit dem Teufel tanzen und dich wundern, warum du immer noch in der Hölle bist. Der Kommunismus hasste die harmonische Verbindung zwischen Mensch und Natur und ihre Feier. Dazu lade ich dich ein, meine beiden vorherigen Videos anzuschauen, um diesen Aspekt besser zu verstehen. Sieh sie dir an und vergleiche die zwei Welten. Man muss kein Architekt sein, um einen Unterschied zu erkennen. Vergleiche einfach das Habsburgerreich mit dem kommunistischen Imperium. Aber fangen wir ganz unten an. Eine Diktatur sollte den Menschen zumindest das Überleben garantieren, oder? Das wäre ein fairer Tausch, eines der universellen Gesetze. Man kann nichts erhalten, ohne etwas dafür zu opfern. Also, wir verzichten auf unsere Freiheit und erhalten im Gegenzug eine garantierte Existenzsicherung. Nach dieser Logik könnte man sagen, dass der Kommunismus die Freiheit genommen hat, aber dafür das Überleben garantiert hat. Und das absolute Minimum für unser Überleben zeigt sich in der reinsten Form von Liebe, die Mutter Natur uns schenkt: die Nahrung. So funktioniert das System. Du pflanzt ein paar Samen in die Erde und wie durch Magie bringt die Erde mit ihrer unendlichen heilsamen Energie köstliche Wunder hervor. Du musst nichts bezahlen, es ist die beste Bank, die es gibt. Du musst nur warten. Minimaler Einsatz, maximale Ernte. Es sollte also einfach sein. Aber hier liegt der große Betrug. Ein Betrug, der stark genug ist, den berühmten kommunistischen Slogan „Proletarier aller Länder, vereinigt euch" in „Proletarier aller Länder, vereinigt euch, um zu verhungern" zu verwandeln. Jetzt mal ernsthaft.
Vielleicht weißt du es nicht, aber der Kommunismus hat Millionen Menschen verhungern lassen. Wirklich Millionen. Und ich spreche nicht nur vom sowjetischen Kommunismus. Die Politik zur Ausrottung der Spatzen zwischen 1958 und 1902 führte fast zum Verschwinden der Vögel in China. Diese brillanten Köpfe glaubten, dass das Töten der Spatzen zu besseren Ernten führen würde, denn die Vögel würden dann keinen Reis mehr fressen. Doch die harte Lektion von Mutter Natur ließ nicht lange auf sich warten. Die chinesischen Führer erkannten, dass Spatzen nicht nur Getreide, sondern auch große Mengen an Insekten fraßen. Die Reisernten stiegen also nicht, sondern gingen deutlich zurück und dieser ganze Teufelskreis führte zum Tod von rund 30 Millionen Menschen. 33 Millionen, das ist die Hälfte der italienischen Bevölkerung. Eine Geschichte, die an Groteske kaum zu überbieten ist. Auch das kommunistische Regime der Roten Khmer unter Pol Pot, das sich an extremistischer, kommunistischer und maoistischer Ideologie orientierte, errichtete in Kambodscha eine totalitäre Diktatur. Das führte zum Tod von rund 2 Millionen Menschen, etwa einem Viertel der Bevölkerung des Landes, durch Massenhinrichtungen, Hunger, Zwangsarbeit und Krankheiten. Ihr Projekt Jahr Null sollte die Vergangenheit auslöschen und alles unter einem reinen kommunistischen Ideal neu gründen. Doch es wurde zu einem der tragischsten Genozide der modernen Geschichte. Der Kommunismus hatte auch ein lächerliches System der Kollektivierung, das uns sogar die Erde hassen ließ, auf der wir zum ersten Mal die Augen geöffnet haben, zu der wir eine spirituelle Verbindung haben. Auswanderer wissen genau, wovon ich spreche. Wenn man in sein Ursprungsland zurückkehrt, fühlt man sich aus einem bestimmten Grund wie zu Hause. Wie kannst du wirklich die Früchte der Erde genießen, wenn du keine Liebe in das steckst, was du pflanzt und erntest? Wenn du weißt, dass diese Ernte deinen Liebsten Freude und Überleben schenkt, ist es nur natürlich, mehr Einsatz zu zeigen. Es klingt vielleicht simpel, aber wer die Erde bewirtschaftet, wird mir recht geben. Und wer kocht, weiß genau, Essen ist Liebe, Essen ist ein göttliches Geschenk und wir dürfen niemals vergessen, dankbar zu sein. Seine Anwesenheit ist keine Selbstverständlichkeit. Später werde ich eine wichtige Rede über Nahrung halten. Wie viele Menschen haben unter der Zwangskollektivierung gelitten? Lebensmittel wurden ganzen Familien gestohlen und um sich vor dem Hunger zu retten, versteckten sie Essen an den abgelegensten Orten, um es nicht beschlagnahmen zu lassen. Das ist keine Fantasie. Meine Vorfahren haben das genauso gemacht wie alle in jener Zeit. Das ist eine Geschichte, die mir echte Menschen erzählt haben. Die Ukrainer litten mehr als alle anderen durch den Holodomor. Und wie kann man einem Brudervolk so viel Leid antun, einem Volk, das historisch gesehen der Ursprung deiner eigenen Geschichte ist? Denn das wahre Russland, historisch gesehen, ist die Ukraine. Das ist, als würde man den eigenen Vater oder die eigene Mutter töten wollen. Eine Todsünde. Und wir müssen verdammt nicht einmal in die Vergangenheit graben, um uns daran zu erinnern. Die Geschichte ist zyklisch. Diese Hungersnot hat auch eine weitere, unvorstellbare Konsequenz hervorgebracht. Den Kannibalismus. Stell dir vor, welches Trauma das bedeutet. Und hier sprechen wir nicht von alten Zivilisationen, die Menschen aus religiösen Gründen opferten. Hier sprechen wir von Hunger. Die Kommunisten essen Kinder, so sagt man. Und leider ist da immer ein Körnchen Wahrheit dran. Wie du sicher weißt, wurde der Glaube im Kommunismus verleugnet. Es war logisch, eine banale Entscheidung. Stell dir also vor, du würdest mir folgende Frage stellen. Mihai, willst du sagen, dass der Staat mir das Recht nimmt, an etwas zu glauben, das über diese materielle Welt hinausgeht? Und ich würde dir antworten, genau das meine ich. Nur so konnte das infernalische Werk vollendet werden. Meine Mutter wurde im Geheimen getauft, wie viele andere Kinder auch. Reiner Wahnsinn. Der Kommunismus war außerdem das einzige politische System, das die Gesellschaft von innen heraus zerstören wollte. Ich spreche hier von Millionen Toten, von Säuberungen, von Menschen, die wie Schlachtvieh benutzt wurden, von Deportationen. Er wollte die Hölle auf Erden ausweiten und das ist ihm gelungen. Meine Großeltern sollten fast deportiert werden, aber sie wurden von diesem Grauen verschont, weil Stalin starb, bevor es geschehen konnte. Doch ein Drittel der moldawischen Bevölkerung damals hatte nicht dieses Glück. Unschuldige Menschen wurden deportiert und ermordet, Alte, Frauen und Kinder. Und ich spreche nicht von Soldaten. Diese Tragödie betrifft das gesamte Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, nicht nur Moldawien. Sogar heute werden junge Menschen sinnlos in den Tod geschickt. Sie fallen wie Kegel im Bowling. Sie werden gezwungen, einen Krieg zu führen, der nicht ihrer ist. Sie werden gezwungen, jemanden zu hassen, anstatt das Leben zu genießen und alles, was es mit sich bringt. Das Leben zählte nichts und zählt noch immer nichts. Man muss sich nur die täglichen Todeszahlen im aktuellen Ukraine-Konflikt ansehen. Das ist der Zauber der wunderbaren Spezialoperation. Aber es ist für das Vaterland, also darf man es nicht hinterfragen. Wehe dem, der etwas anderes sagt. Ihn erwarten Gefängnis, Gift oder das Fenster. Aber sind wir sicher, dass es wirklich um das Vaterland geht? Armes Vaterland. Was hat es nur getan, um immer wieder von düsteren Gestalten missbraucht zu werden? Es sollte ein neues Gebot geben. Du sollst den Namen des Vaterlandes nicht unnötig im Mund führen.
Der Mensch handelt auch unter dem Einfluss dunkler Kräfte, bewusst und unbewusst. Und ich bin diesem Gesamtbild durch eine sehr starke Erfahrung näher gekommen. Eine Erfahrung, die ich als die bedeutendste meines Lebens betrachte. Ich hatte das Pech, aber auch die Ehre, im letzten Jahr mit 33 Jahren in den Flammen zu brennen. Durch einen Unfall. Mehr darüber findest du in den Inhalten meines Kanals. Diese Erfahrung hat mir geholfen, die dunklen Kräfte besser zu verstehen und wie sie wirken. Sie hat mir außerdem ermöglicht, das Trauma zu verwandeln in eine große Lebenserfahrung. Eine Erfahrung, die mir geholfen hat, mich weiterzuentwickeln und Licht auch ins Leben anderer zu bringen. Das sollte für uns Menschen eine heilige Pflicht sein, das Leiden in Weisheit zu verwandeln, Altruismus und gesunden Menschenverstand auf alles anzuwenden und somit etwas für die Verbesserung der Gesellschaft zu tun. Und wenn wir zu den dunklen Kräften zurückkehren, stelle ich dir eine Frage. Glaubst du wirklich, dass die Katastrophe von Tschernobyl ein Zufall war? Man sagt, es sei ein Fehler gewesen. Ja, ein großer Fehler. Aber ich sehe die Sache als Angriff der dunklen Mächte. Das Problem ist, dass der Mensch diesen Aspekt nicht versteht oder nicht verstehen will. Oder war die zweite große Umwelt- und Menschheitskatastrophe durch den Damm von Nova Kachowka in der Ukraine etwa auch ein Zufall? Nichts geschieht je zufällig. Schon im Zweiten Weltkrieg zögerte Stalin keine Sekunde, den Damm zu sprengen, um den deutschen Vormarsch aufzuhalten. Was ich dir mit diesen Vergewaltigungen gegen die Natur sagen will, ist Folgendes. Der Kommunismus ist das einzige politische System in der Geschichte der Menschheit, das sowohl Gott als auch Mutter Natur gehasst hat. Er wollte den Menschen in eine seelenlose Maschine verwandeln, eine Maschine, die von den zwei wohlwollendsten Kräften für uns Menschen abgeschnitten ist. Gott, unser höchster Vater, und die Natur, unsere höchste Mutter. Ich weiß, manche von euch träumen vom Kommunismus. Und diese Worte werden euch zum Nachdenken bringen. Aber ich bin nicht hier, um euch Witze zu erzählen. Und da ich auf meine Weise etwas sadistisch bin, werde ich euren Traum gerne zerstören. Es gibt Menschen im Westen, die buchstäblich auf den Teller spucken, von dem sie essen. Habt ihr etwa vergessen, was eure Vorfahren geopfert haben? Für Freiheit und Demokratie. Sie hatten Angst vor einer sowjetischen Besatzung, anstatt von blutigen Diktaturen zu träumen und euch nur zu beschweren. Warum versucht ihr nicht, dieses System zu verändern, das euch nicht gefällt? Oder gehört ihr zu denen, die an der Bar Politik machen, mit dem Weinglas in der Hand? Ihr seid phänomenal. Und das Schlimmste ist, ihr Trottel vermehrt euch auch noch. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass eure Kinder klüger sind als ihr. Wie man in Italien sagt, die Mutter der Dummen ist immer schwanger. Kehren wir nun in die Vergangenheit zurück, in den Pazifischen Ozean während des Zweiten Weltkriegs. Glaubst du wirklich, dass sich die Japaner wegen der Atombomben ergeben haben? Sie haben kapituliert, weil sie als intelligentes Volk ganz genau wussten, dass die Sowjets ihr Land verwüsten würden. Ihr wunderschönes Land, vergewaltigt von diesem Krebsgeschwür. Kannst du dir vorstellen, die prachtvollen japanischen Paläste neben seelenlosen Betonklötzen ohne Kultur und Leben? Ein furchtbares Bild. Als die Japaner sahen, dass sich die Sowjets auch in Asien bewegten, wussten sie, was bereits in Europa geschehen war. Die sowjetischen Armeen blieben nie stehen. Und wenn sie einmal einmarschierten, nahmen sie alles mit: Land, Ressourcen, Gefangene und errichteten kommunistische Regime. Interessanterweise erwähnte Kaiser Hirohito nach der Kapitulation die Atombomben, aber kein Wort über den sowjetischen Kriegseintritt. Dieses Schweigen ist für viele Historiker äußerst aufschlussreich. Ich halte das für einen brillanten Gedankengang, ein Zeichen echter strategischer Klugheit. Und die Sowjets erklärten Japan erst nach der Bombe auf Hiroshima den Krieg und vor Nagasaki. Sehr klug. Stalin hoffte auch, das heilige Land der Samurai zu verschlingen. Doch Gottes Plan für das japanische Volk war ein anderer. Nun machen wir einen kleinen Vergleich zwischen dem alten kommunistischen China und dem Nachkriegsjapan und ihrer politischen Entwicklung. Auf der einen Seite Japan mit Demokratie, auf der anderen China mit sowjetischem Kommunismus. In den folgenden Jahrzehnten wurde Japan zu einer Weltmacht, auch dank der Unterstützung des ehemaligen Feindes, der Vereinigten Staaten, die nach dem Krieg zum neuen Leuchtturm der freien Welt wurden. China hingegen litt schwer, besonders wegen des übernommenen sowjetischen Modells, das in vielen Bereichen katastrophal scheiterte. Erst durch tiefgreifende wirtschaftliche Reformen und die teilweise Abkehr vom sowjetischen Modell begann Chinas rascher Aufstieg. Erst in den 1960er und 1880er Jahren unter Deng Xiaoping wechselte China die Strategie, öffnete sich wirtschaftlich dem Kapitalismus, behielt aber die politische Kontrolle des Kommunismus bei. Dieser Vergleich macht eines sofort klar: Der sowjetische Kommunismus war das neue Reich des Bösen und er war zum Scheitern verurteilt. Also denkt nach, ihr Kommunismus-Sympathisanten. Die Vergangenheit lehrt uns. Ein kurzer Einschub: Ich bin kein Experte für die Politik des amerikanischen Kontinents, aber ich denke nicht, dass die linken Systeme in Venezuela oder Kuba große Wunder vollbracht haben.
Zwei extrem wichtige Elemente für das Funktionieren einer Gesellschaft sind meiner Meinung nach Freiheit als Ausdruck göttlicher Gnade und Wettbewerb. Der Mensch braucht den Wettbewerb, um sich erfüllt zu fühlen und um sich weiterzuentwickeln. Nur gesunder Wettbewerb bringt echte Ergebnisse. Ohne ihn verliert man die Lust am Tun und endet in Monotonie und Banalität. Kehren wir jetzt nach Europa zurück. Auch wenn vom roten Riesen nicht mehr viel übrig ist, dieses krebsartige System, das alles und jeden verschlang, so lebt sein Erbe weiter. Der heutige Kreml basiert auf denselben dunklen Prinzipien, aber er trägt eine Maske aus edlen Worten. In Wahrheit ist er eine Tochter, die schlimmer ist als ihre Mutter, viel schlimmer. Ein Erbe, das der Flagge Weiß und Blau hinzufügte, während das sowjetische Rot vom Symbol der Größe und Zukunft zum Symbol des Blutes wurde. Dem Blut der wahren russischen Patrioten, die gegen das System kämpften, und dem Hunderttausender, die gestorben sind und noch immer sterben, im Namen einer neuen, falschen patriotischen Herrlichkeit der Spezialoperation, verkleidet als kriminelles Wirtschaftsinteresse der oberen Ränge. Und das Traurigste ist, dieses Rot steht nicht für das Blut der einzigen Helden, die ihr Land gegen einen echten Feind verteidigten. Also du, lieber russischer Freund, wenn du deine ehrenvolle Flagge betrachtest, dann wirst du dich an mich erinnern. Und es wird dir im Herzen und in der Seele wehtun, wegen deines Vaterlandes und wegen dem Verfall, zu dem es geworden ist. Und falls du dich jetzt fragst, woher ich all das weiß, weil ich studiert habe, weil ich studiere und weil ich mein Leben lang weiterlernen werde. Denn das Leben ist zu kurz, um in der Dunkelheit der Unwissenheit zu leben. Den Geist zu nähren bedeutet auch, die Seele zu nähren. Und die christliche Dreifaltigkeit ist da ganz eindeutig. Außerdem, wie mein Onkel Dumitru sagte, Wissen ist Macht. Und das kann ein Problem werden, wenn ein verbaler Konflikt ausbricht und dir gegenüber Menschen stehen, die dich mit Wissen regelrecht demütigen können. Wie der weise Coach im Film The Gentleman von Guy Ritchie sagte, wahre Männer kämpfen mit dem Kopf. Hier findet der Kampf statt, hier drin, im Gehirn. Ein wunderbarer Film. Ich empfehle ihn dir. Und an die Jüngeren unter euch. Ich weiß, Geschichte ist langweilig. Wissen, was vor Jahrhunderten passiert ist, klingt nicht gerade spannend und ist nicht so befriedigend wie auf TikTok zu scrollen. Aber Geschichte ist euer Schild und euer Schwert gegen das Wiederholen der dunklen Seiten der Menschheit. Der Kreml ist das beste Beispiel dafür. Zum Beispiel auf Netflix gibt es Dokus der neuen Generation. So wird euch nicht gleich langweilig und ihr verliert nicht sofort das Interesse. Der Kreml hat es brillant verstanden, eine Gehirnwäsche durchzuführen und das Volk glauben zu lassen, dass diese sogenannte Spezialoperation genauso sei wie der große sowjetische Vaterländische Krieg, dass die Russen immer noch gegen die Nazis kämpfen. Und diese armen Narren glauben es tatsächlich. Es gibt keinen Vaterländischen Krieg zu führen, meine Damen und Herren. Das ist alles ein einziger Witz, der euch immer wieder erzählt wird. Und einige glauben es trotzdem. Hier in Italien ist die Situation dramatisch und gleichzeitig beschämend. Aber dazu werde ich ein eigenes Video machen. Stell dir vor, es gibt Menschen, sogar im Westen, die glauben, dass die Ukraine kein Existenzrecht hat. Also frage ich mich, haben die Erzengel mit euch Idioten gesprochen, so wie sie mit dem Propheten Mohammed gesprochen haben? Ich glaube kaum. Und wenn wir über mögliche Alternativen zum Kommunismus sprechen, also Sklaverei im System oder langsamer Selbstmord, dann kam endlich die dritte Alternative. Diese Alternative kam im Jahr 1989, als Gott unseren Fehler verzieh und uns orthodoxen Christen eine zweite Chance gab, nachdem wir ihm den Rücken gekehrt und die Religion verboten und überflüssig gemacht hatten. Am 9. November 1989 geschah während einer Pressekonferenz etwas Besonderes. Ein Fehler beschleunigte den Fall der Berliner Mauer, verursacht durch Günter Schabowski, ein Funktionär der DDR. Anders als bei früheren Aufständen entschied sich Gorbatschows Sowjetunion nicht militärisch einzugreifen. Ohne sowjetische Unterstützung konnte die DDR-Regierung die Proteste nicht unterdrücken und das Regime fiel schnell. Das ist wahre Geschichte und wie du sicher erkennst, war hier die wohlwollende Kraft Gottes am Werk. Die Deutschen waren müde, Europa war müde. Wir müssen auch den Opfern der baltischen Staaten Ehre erweisen. Sie haben mit ihrem Blut bezahlt, damit der Wandel beginnen konnte. Ehre den Ungarn, Ehre der Tschechischen Republik, Ehre allen, die für die Freiheit gekämpft haben. Doch wenn du glaubst, dass mit dem Fall des kommunistischen Systems alles gelöst war, liegst du gewaltig falsch. Das Schlimmste kam erst danach und wir haben es am eigenen Leib gespürt. Die Geschichte lehrt uns und sie lehrt uns sehr gut. Das verborgene Böse hatte nach dem unausweichlichen Zusammenbruch der Sowjetunion erst recht die Möglichkeit, sich voll zu entfalten. Und wer glaubt, dass dieses kranke Imperium weiter hätte bestehen können, ist ein Narr. Denn kein politisches System kann überleben, wenn ihm die Freiheit fehlt. Freiheit ist die Grundvoraussetzung fürs Überleben. Ich behaupte nicht, dass mit Freiheit alles perfekt ist. Schau dich nur um und glaub nicht, dass ich hier bin, um nur den Kommunismus zu kritisieren. Auch der Kapitalismus hat seine Schuld. Klären wir es ein für alle Mal. Was war die Sowjetunion und was ist das wahre Wesen des Kremls? Dieses System war und ist ein gigantischer teuflischer Komplex von seelenlosen Menschen, von Seelen, die dem Teufel verkauft wurden für Macht und Privilegien. Das ist alles.
Wer in der Hierarchie aufsteigen wollte, erhielt ein One-Way-Ticket für einen Urlaub in den heißesten Regionen der Hölle. Ein eigener Höllenkreis, nur für sie. Ich wäre neugierig zu wissen, was Dante Alighieri darüber gedacht hätte. Er gilt als der Vater der italienischen Sprache und die göttliche Komödie hat in diesem Zusammenhang eine interessante Bedeutung. Ich glaube, der Kreml hat eine direkte Verbindung zur Hölle, einen Aufzug nach unten. Und selbst in jüngster Zeit setzt sich dieses Böse fort und vergiftet brutal andere Länder. In Belarus, einem Marionettenstaat des Kremls, hat im Sommer 2020 ein ganzes Volk beschlossen, keine Angst mehr zu haben. Tausende Seelen gingen auf die Straße, nicht um zu zerstören, sondern um das Recht zu verteidigen, zu träumen, zu wählen, frei zu leben. Sie stellten sich dem Bösen entgegen, das ihre Seele zerquetscht. Sie wurden mit Schlagstöcken konfrontiert, mit Gefängnis und schließlich mit dem Schweigen. Nach diesen Ereignissen lernte ich im Urlaub in Kroatien ein Mädchen aus Belarus kennen. Sie hatte kein leichtes Leben, denn sie floh aus dem diktatorischen Land. Ich konnte leider kein Russisch, weil ich nie Zeit hatte, es zu lernen. Also sprach ich Englisch mit ihr. Und obwohl ich die Sprache nicht perfekt verstand, konnte ich den Schmerz begreifen, den sie erlebt hatte und den sie noch immer spürte. Und ich verstand es nicht nur durch ihre Tränen, die die Erde nährten, sondern durch den tiefen Schmerz in ihren Augen. Und Augen lügen nie. Auch sie, eine so gute Seele, wurde gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Gezwungen, Familie und Freunde aufzugeben, wegen dieses kranken Systems, das auch Belarus zerfrisst. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Warum ist dieses Böse noch immer nicht ausgerottet? Menschen haben ihre Heimat verlassen, ihre Kindheit, ihre Träume, um der Freiheit zu folgen. Der Mut jener, die der Angst die Stirn boten aus Liebe zum Leben. Das ist das wahre heilige Feuer, das die Welt bewegt. Krieger des Lichts werden immer existieren und niemand wird sie je ganz einsperren können. Körperlich vielleicht, aber ihre Energie wird niemals gebrochen. Das Foto hinter mir ist ein Dankeschön der ukrainischen Flüchtlingsgemeinschaft für die Hilfe, die Moldawien ihnen geleistet hat. Ich habe es vor ein paar Jahren aufgenommen, als die Angst groß war, dass die Russen auch unser Land völlig besetzen würden. Denn Transnistrien, ein Stück moldawisches Land, ist praktisch schon immer besetzt. Aber die Wahrheit ist, wir Moldawier müssen der heldenhaften ukrainischen Widerstandsbewegung danken. Denn ohne ihren Mut gäbe es heute keine Republik Moldau mehr. Und dieser Dank sollte von uns allen Europäern kommen. Es ist eine Schande, dass es Menschen gibt, die behaupten, der Kreml hätte seine Gründe gehabt, ein anderes souveränes Land zu überfallen. Und es ist noch beschämender, wenn das von Politikern gesagt wird, die vor Jahrzehnten selbst die sowjetischen Panzer auf den Straßen ihrer Länder erlebt haben, wie sie ihre eigenen Bürger unter den Ketten zerquetschten. Man hat euch einer Gehirnwäsche unterzogen und ich werde euch mit der Zeit mit echten Beweisen diese Wahnsinnsideologie aufzeigen. Der Kreml hat erneut ein Brudervolk überfallen und das macht die Sache um ein Vielfaches schlimmer. Sie haben ein Land angegriffen, dessen territoriale Integrität sie selbst garantiert hatten, im Austausch für das nukleare Arsenal. Ihr Ukrainer habt der ganzen Welt gezeigt, dass Gott jene Völker beschützt, die sich vom Bösen reinigen wollen und sein Reich des Lichts verbreiten möchten. Man gab euch höchstens 3 Tage. Und doch weht in den meisten eurer Gebiete immer noch der Dreizack. Und der Sonnenuntergang auf dieser Welt hat immer noch die Farben eurer Flagge. Das ist der Beweis, dass Gott auf eurer Seite ist, Brüder. Gebt nicht auf, es ist schwer, aber ganz offen gesagt, die freie Welt hängt von euch ab. Das ist kein regionaler Konflikt mehr. Es ist der Mittelpunkt des Kampfes zwischen Gut und Böse. Und je nachdem, wie dieser Konflikt gelöst wird, werden sich viele geopolitische Bühnen weltweit verändern. Deshalb müssen wir besorgt sein. Deshalb ist es entscheidend, dass die Ukraine gewinnt. Die Ukraine wird danach ein Schlüsselstaat für Osteuropa sein. Ich habe engen Kontakt zu vielen von euch Ukrainern und ich kann dir sagen, ihr seid goldene Menschen, ihr verdient Gerechtigkeit. Ich fordere euch Idioten heraus, die glauben, die Ukraine sei schuld an diesem Krieg. Geht und sagt es diesen Menschen ins Gesicht. Tut es, wenn ihr den Mut habt. Und da der Kreml den Krieg zurück nach Europa gebracht hat, sage ich, die europäische Politik muss aufwachen und kämpfen, denn die Hölle rückt bewaffnet vor und gleichzeitig versucht sie uns von innen zu verschlingen. Und da ich Europäer bin und meinen wunderbaren Kontinent liebe, werde ich alles tun, bis an meine Grenzen, um dir zu zeigen, was dieses Grauen wirklich ist. Freiheit bedeutet, dem Licht zu folgen. Das heißt, Gott zu folgen. Die Wahrheit ist, der Kommunismus und seine heutige kranke Brut hätten niemals ein Meisterwerk wie Waltz of the Flowers von Pjotr Iljitsch Tschaikowski erschaffen können. Denn man kann Schönheit nicht einsperren und die Seele nicht ersticken, ohne sie zur Dürre zu verurteilen und dann erwarten, dass sie wahre Kunst und echtes Leben hervorbringt. Freiheit ist wie Glaube und wie Luft, unsichtbar, aber realer als jeder materielle Gegenstand. Freiheit ist eines der höchsten Geschenke, Gottes Umarmung für die Menschheit, die Umarmung, die uns lebendig macht. Gott verbindet sich mit uns durch diese mächtige Energie
Und durch sie ehren wir unseren Herrn, indem wir Meisterwerke schaffen und Dinge erschaffen, die scheinbar leblos sind. Wissenschaft ist für mich nichts anderes als die Suche nach dem Verständnis des Reiches Gottes. Ich habe bewusst entschieden, dieses Video als drittes zu veröffentlichen, weil ich an die heilige christliche Dreifaltigkeit glaube. Und auch wenn diese kleine Geste nichts Konkretes bewirkt, stört es mich nicht. Es stört mich nicht, weil man niemals Glauben und Hoffnung verlieren darf und sich niemals dem Unrecht und dem Bösen ergeben darf. Das Paradies ist nicht weit entfernt, aber zuerst müssen wir gegen die letzten höllischen Horden dieses Reiches des Bösen kämpfen. Glaub mir, das Opfer unserer ukrainischen Brüder und der unterdrückten Völker, allen voran auch der Russen selbst, wird etwas sehr Bedeutendes für kommende Generationen bewirken. Man muss immer das Positive in allem sehen. So wie sich frühere Generationen für uns geopfert haben, so müssen wir jetzt für die zukünftigen kämpfen. Wir müssen siegen, um halb Europa zu reinigen. Und dann endlich wird es Zeit sein, uns zu vereinen und stärker denn je zu werden. Mit diesem Projekt verpflichte ich mich für meine Moldau, für den postsowjetischen Raum und für Europa. Und ich hoffe auch in anderen Ländern geschätzt zu werden. Am Ende sind wir alle Brüder und Schwestern. Dieses Projekt zielt auf die Brüderlichkeit der Völker, nicht nur Europas, sondern aller Völker. Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir müssen uns weiterentwickeln, um zu überleben. Was die Zukunft bringt, weiß nur Gott. Aber statt nur zuzusehen und nichts zu tun, ist es besser, etwas zu versuchen, auch wenn man scheitert. Scheitern ist einfach nur die Eingangstür zum Erfolg. Fallen, um stärker aufzustehen als je zuvor. Das ist der Grund. Diese Hölle auf Erden hat versucht und versucht es auch jetzt noch, genau in diesem Moment zu töten und zu korrumpieren, indem sie Worte der Gleichheit nutzt, während sie im Inneren alles vergiftet. Wie der Dämon der Habgier in der göttlichen Komödie der satanische Zaubersprüche stammelt, so hat auch der Kommunismus utopische Parolen gestammelt, um sein wahres Wesen zu verbergen. Er behauptete, eine Zivilisation ohne Gott aufzubauen. Ein Reich der Lüge und des Todes, wo einige Allmächtige auf Thronen aus Knochen sitzen und sich nicht mehr rühren. Der Kommunismus hat die Seele der Gesellschaften von innen heraus verdorben. Er pflanzte Klassengehass anstelle von brüderlicher Liebe, Lüge statt Wahrheit, Verzweiflung statt Hoffnung. Vergleicht Sauron und seine Orks mit dem Kreml. Sogar visuell sind die Ähnlichkeiten erschreckend. Überall, wo der Kommunismus die Oberhand gewann, hat er für ganze Generationen alles zerstört, auch nach seinem Zusammenbruch. Und nun spreche ich zu den Westeuropäern. Seid euch bewusst, dass dieses Böse auch eure Länder befällt. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten sie euch nicht verschlingen. Jetzt versuchen sie es auf andere Weise. Diese dunklen Kreaturen korrumpieren eure Politiker, die euch eine alternative Zukunft vorgaukeln, während das Geld ihre Seelen kauft. Es gibt keine Alternative, meine Damen und Herren. Das sind Lügen, die man euch erzählt. Diese erbärmlichen Landesverräter verkaufen die Zukunft eurer Kinder. Passt auf in den sozialen Medien. Sie werden gezielt genutzt, um euch zu verwirren. Ich selbst war vor vielen Jahren pro-russisch, auch wegen des Elends, das im Internet zirkulierte und noch immer zirkuliert. Sucht immer die echten Quellen für das, was euch erzählt wird. Bei ernsten Themen sucht das Gespräch. Und jetzt lade ich dich zu Rumble ein. Ich lade dich ein in das virtuelle Reich des Gottes Pluton. Den direkten Link zum Video findest du unten in der Beschreibung.